Hallo meine Freunde, wir haben den 6.6.2023. Vielleicht ein historischer Tag, wir wissen es nicht. Apple hat gestern ihr VR-AR-Headset nicht vorgestellt. Was? Haben sie nicht vorgestellt? Doch haben sie, aber sie haben es überhaupt nicht so genannt. Sie nennen ihr Gerät die Apple Vision Pro und bezeichnen sie als räumlichen Computer. Was dahinter steckt, was das Ding kann und was man darüber denken könnte, in diesem Video. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. So, tatsächlich, nach jahrelangen Gerüchten ist es jetzt endlich wahr geworden. Wir konnten sie endlich sehen, wir haben sie vorgestellt bekommen. Die Apple Vision Pro ist ein Monster von Gerät. Aber um es mal vorwegzunehmen, das hat seinen Preis. Die kostet tatsächlich $3.500. Wuff, das ist eine Ansage. Die teuersten Consumer-VR-Brillen, die es bisher gab, hielten sich noch deutlich unter den $3.000. Und das war auch schon nur was für eine Handvoll Auserwählter. Eine standardautarke VR-Brille kostet zurzeit deutlich unter 1.000 Euro. Und da legt Apple die Messlatte hoch. Für uns in Europa wird das dann nämlich tatsächlich übersetzt wahrscheinlich 4.000 Euro sein. Interessant, was liefern sie dafür? Gucken wir mal rein. Das Gerät ist tatsächlich auch Technik vom Feinsten, ja, sprich wörtlich, alles darin ist absolut Hightech. Die Brille ist gepflastert mit 12 Kameras, die raus und rein gucken, die nicht nur eure Umgebung sehen in 3D und Stereo und hochauflösend, sondern auch eure Augen tracken. Allein dafür sind 4 Kameras verantwortlich. Es gibt Kameras, die nach unten zeigen, eure Hände tracken und auch euer Gesicht, um tatsächlich Mimik abzubilden. Dann gibt es noch sehr viele Sensoren, die wie ein LiDAR-Sensor im Handy zum Beispiel den Raum nicht nur optisch, sondern wirklich dreidimensional abscannen, damit alles, auch euer Handtracking, eine extrem hohe Präzision hat. Das ist schon mal alles bemerkenswert. Die Technik da drin ist auch unfassbar. In der Brille steckt erstmal ein M2-Chip. Das ist der Chip, den Apple momentan in ihren ganz normalen Notebooks verbaut. Die haben eine so krasse CPU, ja, da pfeift euch echt alles um die Ohren. Und das aber bei einem sehr geringen Stromverbrauch. Die GPU in einem M2-Prozessor ist okayisch und nicht weltbewegend, aber tatsächlich ist das schon um ein so Vielfaches stärker als halt zum Beispiel die Qualcomm XR-Chips, die momentan in autarken VR- und AR-Geräten verbaut werden. Ja, hier ist eine Menge Power drin. Dem Chip haben sie dann tatsächlich noch einen sogenannten R1-Chip zur Seite gestellt und der kümmert sich nur darum, möglichst fix aus den ganzen Sensoren die Daten zu holen, zu verarbeiten und zum M2 zu schicken, damit der sich um den Rest kümmern kann. So, dadurch, dass man durch die vielen Kameras etc. auch intern Eye-Tracking hat, funktioniert das genauso wie bei der PlayStation VR 2. Das Gerät muss nämlich nur den Bereich, wo ihr wirklich hinguckt, mit der maximalen Qualität rendern. Ja, also mit der maximalen Auflösung und mit den maximalen Shadern und Anti-Aliasing etc. Und überall, wo ihr nicht hinseht, kann man Rechenzeit sparen. Das könnt ihr jetzt schon auf einer PlayStation VR 2 austesten. Ja, da guckt ihr irgendwo hin, ist maximal scharf. Eigentlich ist im Umfeld alles unscharf und Rechenzeit wird gespart. Kriegt ihr aber nicht mit. Das nennt sich dynamisches Forward Rendering. Das ist fest in das Betriebssystem der Brille eingebaut. Das Betriebssystem heißt dementsprechend übrigens Vision OS, ist aber voll kompatibel zu iOS und iPadOS. Ihr könnt also mit der Brille, wenn ihr sie das erste Mal aufsetzt, guckt ihr in den Raum, kriegt dann ein Menü angezeigt und dann könnt ihr zum Beispiel ganz normal euren Browser öffnen und sämtliche Apps, die ihr auch auf dem iPad oder iOS benutzt, ja, irgendwelche Messaging-Dienste etc. Und das halt in einer sehr hohen Integration. Wenn ich das richtig verstanden habe bei der Präsentation, kümmert sich das Gerät auf jeden Fall darum, wie die Lichtbedingungen in eurem Raum sind und passt die ganzen Menüs da an, sodass es aussieht, als wenn sie wirklich im Raum schweben. Die werfen sogar Schatten auf den Boden und auf euren Tisch. Ob und wie das in der Praxis wirklich funktioniert, bin ich mal gespannt, ja, aber das fühlt sich und hört sich schon sehr gut an, dass es halt wirklich sehr plastisch und haptisch alles wirken könnte. Ihr könnt dann mit den Händen eure ganzen Menüs bedienen, das war auch sehr entspannt, denn es ist kombiniert mit den Augen. Ja. Also ihr müsst nicht wie Tom Cruise irgendwie rumfuchteln und alles da vor euch hinschieben. Ihr guckt Dinge an und macht dann einfach mit euren Händen noch kleine Bewegungen, die können aber auch aus dem Schoß liegen oder wo auch immer. Und so steuert ihr dann die Umgebung um euch herum. Interessanterweise war bei Apple bei der Geschichte nicht ein Augenblick das Thema AR- und VR-Spiele relevant. Sie haben gesagt, man kann natürlich die ganzen iOS-Spiele spielen. Man kann auch problemlos einen PlayStation 5-Controller anschließen und dann an einer großen Leinwand, die im Raum schwebt, eure ganz normalen Spiele spielen. Das ist alles kein Problem. Sie haben aber keine dreidimensionalen Spiele erwähnt. Von vornherein wird Apple da Disney mit im Boot haben, die interessante Experiences bringen.
Ich denke mal, das wird aber mehr oder weniger auch nur ein advanceder Disney Plus Player, der zum Beispiel die Fähigkeit mitbringt, wenn ihr euch ein Star Wars Video anguckt, dann könnt ihr euch gleichzeitig auch in eine Star Wars Umgebung setzen. Und das könnte halt mit der Technik, die in der Brille drin ist, halt wirklich dann auch sehr gut aussehen. Interessantes Feature. Wenn ihr Sport guckt, dann können euch noch sehr viele zusätzliche Bildschirme eingeblendet werden mit irgendwelchen Statistiken, Vergleichen, Rückspulen und Zooms und so alles gleichzeitig. Könnte interessant sein. Ob man das jetzt wirklich so braucht, muss man rausfinden. Die Brille sieht nämlich sehr, sehr bequem aus, das muss ich sagen. Ja, wenn man die das erste Mal anguckt, finde ich, wirkt sie wie so ein sehr, sehr anschmiegsamer Nike-Turnschuh, denn das ganze Material ist halt auch Gewebe, was Apple jetzt in letzter Zeit auch schon für einige andere Geschichten benutzt. Das sieht eigentlich sehr, sehr gemütlich aus. Obwohl es sehr gemütlich aussieht, auch das Facekit ist aus schönem, anschmiegsamem Material und Stoff, das wirklich jetzt etwas ist, was man sehr länglich im Alltag auf der Nase haben möchte, das sei nochmal dahingestellt. Tatsächlich geht es nämlich auch nicht unendlich. Apple hat sich dafür entschieden, den Akku, der das Ganze antreibt, nicht direkt vorne in der Brille zu verbauen und auch nicht wie einige der anderen Hersteller dann hinten im Headstrap, also in dem Band, was die Brille am Kopf hält, damit es sozusagen auch gewichtsmäßig ausgeglichen ist. Sie lassen hier an der Seite ein Kabel einklinken und da steckt dann einfach ein Akku dran. Den kann man sich in eine Hosentasche stecken oder sonst wohin. Man muss sich aber auf jeden Fall um ihn kümmern, was ich tatsächlich so ein bisschen eigentümlich finde. Ihr könnt da euch natürlich auch direkt an Netzstecker anstecken, das geht auch, ja, dann habt ihr unendlich Saft. Der Akku hat nämlich 2 Stunden. Dadurch, dass das Ganze modular ist, das komplette Headset, ja, kann man auseinanderstecken und vorne ein anderes Gasket, hinten ein anderes Gasket, wird es aber wahrscheinlich eine riesen Anzahl an Drittanbietern geben, die da die Möglichkeit eurer Wahl bieten. Ja, ich bin mir super sicher, dass noch vor Release irgendwas angekündigt wird, dass man auch einen Headstrap mit Akku hinten bekommt. Der Sound ist übrigens ähnlich wie bei der MetaQuest und Pico gelöst. Hier gibt es kleine Stege, die an der Brille befestigt sind und da ist der Ton drin. Apple allerdings vertraue ich bei ihrem Sound, den sie verbauen, ziemlich, denn aus meinem Notebook hier und aus meinem iPad, da kommt echt krass saftiger Sound und das werden sie hier auch haben. Der wird natürlich auch dreidimensional sein. Sie haben sogar von Sound Retracing gesprochen, also das Gerät wird auch die Gegenstände in eurem Raum und die Oberflächenbeschaffenheit der Gegenstände bemerken und den Sound daran anpassen. Keine Ahnung, wie das passieren wird. Offensichtlich wird er aber gigantisch. Hört sich gut an. So, das Ganze hört sich jetzt insgesamt natürlich super an. Ja, wir haben ein extrem hochauflösendes Display mit 23.000 Pixel pro Auge. Das ist über 4K pro Auge. Und das kombinieren sie auch. Sie sprechen es nicht aus, aber es schien auch so eine Art Pancake-Technologie zu sein, ja, ihre Linsen. Sie haben übrigens auch im Brillenträger gedacht, auch da kann man Einlegelinsen mit eurem Dioptrim direkt magnetisch reinstecken, kostet natürlich nochmal extra. Die sind witzigerweise von Zeiss, so wie die ich zum Beispiel die ganze Zeit benutze, von den VR-Optikern, die verbauen auch Zeiss-Linsen, insofern auch nichts Neues für uns, aber nett, dass Apple da auch gleich an die Brillenträger gedacht hat. So, wir werden also fantastische Optik, fantastischen Sound haben. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie sie den IPD regeln, ob das automatisch ist, ob man es selber macht. Ich habe keinen Rat dafür gesehen, das müssen wir noch raus. Das wird auf jeden Fall gehen, dass ihr mit dieser Brille eigentlich ein optimales Bild und einen optimalen Ton haben müsstet und vor allen Dingen auch optimale AR durch super hochqualitative Kameras. Die Anwendungen, die sie gezeigt haben, waren allerdings noch relativ entspannt. Ja? Da ging es hauptsächlich um räumliche Benutzung von Standard-Flat-Apps. Ja? Also euren Browser und irgendwelche Programme konnte man da sehen, die sie benutzt haben. Kommunikation funktionierte auch. Ja? Ihr könnt einen ganz normalen FaceTime-Anruf machen, dann schweben die Leute, die mit euch reden, im Raum herum. Und hier kommt auch noch ein sehr interessanter Punkt der Brille und auch das richtige Alleinstellungsmerkmal, außer dass sie alles, was andere Hersteller bisher auch machen, nur besser machen. Denn die Brille hat das sogenannte EyeSight. Vorne an der Brille ist ein Display angebracht und das zeigt, Achtung, nicht wirklich eure Augen, aber ich erkläre es euch. Das erstellt nämlich einen 3D-Avatar mit der Brille selber. Ja? Durch die ganzen Sensoren an der Brille, ihr guckt sie am Anfang an, die scannt euch und scannt euer komplettes Gesicht, macht daraus mit Hilfe von KI auch noch einen Avatar von euch und der ist nämlich das, was dann Leute sehen, die euch anrufen. Die sehen dann einen Avatar, eure Augen werden ja getrackt, wenn ihr blinzelt und irgendwo hinguckt, das kann man abbilden. Durch die Kameras kann das Gerät auch sehen, was mit eurem Mund los ist und ob ihr vielleicht lacht oder nicht, das sollte auch abbildbar sein. Und in der Brille, wenn ihr von draußen reinguckt, seht ihr dann auch diesen Avatar. Das sieht so aus, als wenn ihr also natürlich nur den Augenbereich durch eine getönte Skibrille guckt.
Also ein bisschen weird sah es aus, aber erstaunlich interessant. Und das ist ein interessanter Aspekt. Darum hat sich Apple gekümmert, ja, um das Ding, wie man auch mit Leuten, die VR aufhaben oder AR aufhaben, als Außenstehender umgehen könnte. Ja, und das ist auch keine Einbahnstraße. Das funktioniert in beide Richtungen. Also wenn ihr in der Brille sitzt, guckt ihr erstmal sowieso durch in dem Raum und macht eure Sachen in VR, was auch immer ihr machen wollt, oder in AR besser gesagt. Ja. Dann habt ihr oben ein Rad und könnt euch anstatt des Raumes, des echten Raumes, in dem ihr seid, eine komplett virtuelle Umgebung einblenden. Wenn jetzt jemand im Zimmer ist, dann guckt er euch an und sieht eure Augen. Ihr könnt auch mit ihm reden, er sieht eure Augen, alles ist erstmal ganz normal. Wenn ihr dann komplett in VR seid, sieht die Person draußen nur so ein buntes Geflirre auf der Brille und weiß, ihr könnt ihn gerade nicht sehen. Die Brille hat allerdings auch eine Funktion, wenn die Person jetzt auf euch zukommt, dann erscheint sie wiederum als Einblendung in euer VR-Welt und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr euch kurz rausblendet und was beredet oder ob ihr das so lasst. Das ist sehr interessant, das bietet sonst so kein anderes Gerät. Ja? Also kein Hersteller hat sich bisher darum gekümmert, wie es den Leuten geht, die mit jemandem interagieren, der so eine Brille auf hat. Ja, es geht immer nur darum, wie der sich fühlt. Und das finde ich auch einen sehr interessanten neuen Aspekt. Ich erhoffe mir da wirklich Impulse. Vor allen Dingen hat Apple natürlich die Strahlkraft, dass ihr, wenn ihr jetzt wirklich so ein Gerät in einem Flugzeug aufsetzt oder im Zug, nicht einfach der bekloppte Freak seid mit einem Ziegel im Gesicht, sondern der coole Typ, der auch noch gleichzeitig offensichtlich sehr, sehr reich ist. Bam, das kann das Ding erledigen. Ich bin mal gespannt, was das in nächster Zeit bewirken wird. Ja, das ist nämlich tatsächlich das Interessanteste bei der ganzen Geschichte. AR, VR geht in kleinen Trippelstrittchen voran seit ein paar Jahren. Es entwickelt sich immer weiter. Zu meiner großen Begeisterung wurden die Geräte jetzt in letzter Zeit leichter und leichter benutzbarer. Alles gut. Aber es ist noch lange nicht angekommen in der Gesellschaft und noch nicht normal, sowas zu benutzen. Ja? Genauso wie vor ein paar Jahren ein Smart Device. Ja? Das war auch einfach nicht da und keiner konnte sich vorstellen, wofür man es braucht. Jetzt sehen wir zuerst mal so eine Brille. Sogar ich als AR, VR-affiner benutzender Mensch denke nur, okay, weiß nicht, ob man jetzt wirklich den ganzen Tag damit auf dem Sofa sitzt und alles macht. Wir werden es rausfinden. Und das ist der Punkt. Es muss erstmal anfangen. Jemand muss anfangen. Ja? Und vieles, was die Brille kann jetzt zum Beispiel auch eine deutlich günstigere Quest 3, wenn sie rauskommt. Die ist sogar, finde ich, von dem ganzen Formfaktor und also gar nicht so viel anders. Sie hat halt nicht alles, was da abgebildet wird, High-End, sondern Okirsch-End, kostet dann aber halt auch lediglich 600 €, glaube ich. Ich weiß den Preis gar nicht mehr, 550 oder so, keine Ahnung. Und das ist interessant. Die Leute, die sich zum Beispiel diese 4.000 € Brille nicht leisten können, aber trotzdem wollen, greifen dann vielleicht zu einer Meta oder der nächsten Pico. Vielleicht haben wir ein Momentum, was jetzt von Apple geleitet wird. Sie haben es schon geschafft, ganz neue Technologien in den Markt zu bringen und einfach alltagstauglich zu machen und zu etwas, was jeder Mensch benötigt. Und das ist der interessante Punkt dabei. Ja. Diese Brille ist für mich jetzt hier gar nicht so relevant, denn sie erscheint auch erst Anfang 24 in Amerika und dann irgendwann später im Verlauf des Jahres im Rest der Welt. So, also das ist nichts, was ich und ihr euch wahrscheinlich jetzt innerhalb dieses Jahres, eines Jahres aufsetzen werdet. Aber trotzdem könnte sie Impulse senden, die interessant werden. Ja, die ganze Branche, die ganze Elektronikbranche guckt immer auf Apple und kopiert fleißig und das teilweise auch gar nicht so schlecht. Wir können uns jetzt schon ausrechnen, wann die nächste Samsung Vision kommt und so weiter. Und plötzlich ist einfach etwas da. Leute, die sich dafür interessieren, die es haben, die es benutzen wollen. Es ist normal, wie zum Beispiel jetzt, dass jeder so ein Hörnchen im Ohr hat auf der Straße und vor sich hin brabbelt. Komplett normal, vor 5 Jahren war es nicht vorstellbar. Und sowas könnte halt jetzt auch passieren. Ist die letzten 6 Jahre nicht passiert. Jetzt gibt es wieder eine neue Chance. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und jetzt bin ich mal interessiert, was ihr darüber denkt. Sagt mir mal eure Meinung. Ja, es bleibt interessant. Und vor allem die Frage, die wir uns beantworten müssen, hätte Steve das auch so durchgewunken? So, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir jetzt noch ein Däumchen nach oben geht. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier geht es demnächst natürlich mit VR, AR weiter. Wir gucken uns alles an, was spannend ist. Ich bin raus, bis Dancen und Tanzen. Mo von VR. Immer für euch da. Ciao, ciao.